Wie fühlt es sich an, einen Mitarbeiter zu kündigen? Ich habe meine erste Kündigung noch auf Audio aufgenommen. Also richtig Krass. Schiss davor. Aber es war am Ende des Tages ein echt gutes Gespräch. Viele Mitarbeiter, die ich ja auch interviewt habe, also Arbeitnehmer wünschen, ist natürlich klar mehr Gehalt. Wo sagst du, wie können die das am einfachsten erreichen? Ich bin immer ein Fan von Beispielen. Ja. Und lass uns einfach ein Fantasiebeispiel nehmen, wo die Zahlen einfach sind. Das ist echt sehr wichtig, dass du halt nochmal sagst, dass man bei vielen Messages, die man mal hier und da bekommt, erstmal vielleicht kurz darüber nachdenkt, was will der mir jetzt wirklich eigentlich damit sagen? Es sagt viel mehr über Ja. die Leute aus, als über dich selbst, was sie dir gerade sagen. Ja. Und dann Genauso kannst wie- du immer noch entscheiden, möchtest du das Feedback gerade annehmen oder eben nicht. Ja, meine Lieben, willkommen zu Teil 2. Daher, wie ihr gerade schon im Intro gesehen haben werdet, erst Teil 1 schauen, um ein paar Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben jetzt noch den lieben Jan hier. Die Links findet ihr auch zu ihm auch ganz oben in der Videobeschreibung. Und wir waren ja stehen geblieben bei Teil 1, so Thema Mitarbeiter. Deswegen darauf so ein bisschen aufbauend, genau, mach erstmal Alles gut, ich hab keine Probleme, alles gut. Kabelprobleme richten. Wie fühlt es sich an, einen Mitarbeiter einzustellen, aber auch zu kündigen? Und damit einhergehend, was sollte man aus Arbeitgebersicht bei einem Einstellungsgespräch und Kündigungsgespräch beachten? Okay, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, einen einzustellen? Also ehrlich gesagt, nicht großartig besonders. Nicht großartig besonders, aber Kündigung? Kündigung So die ersten Kündigungen vielleicht sogar? Ich habe meine erste Kündigung noch auf Audio aufgenommen. Also richtig Krass. Schiss davor. Aber es war am Ende des Tages ein echt gutes Gespräch. Weil wir sind halt beide zu dem Schluss, also ich habe halt mit ihm nochmal einen Dialog gesucht und dann gesagt, so wie das da ist, funktioniert das halt nicht, weil Fakt X, Fakt Y, Fakt Z. Und er sagt er, ja, stimmt eigentlich, ja, ist ja okay. Und ich bin ja sogar noch jemand, dass ich teilweise dann noch sage, ich habe mich aber umgeschaut, also teilweise, nicht immer, aber teilweise, hier der und der könnte vielleicht noch jemanden suchen, red mal mit dem. Also ich schaue dann schon, dass ich so ein bisschen den Weg ebne. Aber ich habe jetzt noch nie eine böse Trennung von einem Mitarbeiter gehabt, in all den Firmen, die ich bisher jetzt hatte. Und Ja, ich frage, weil ich auch ein paar Unternehmer schon gefragt habe und die haben gesagt so, boah ey, hör mir auf, die ersten Kündigungen, da konnte ich ein paar Tage nicht schlafen vorher, weil die dann schon wussten, okay, ich werde den kündigen. Kann ich verstehen. Also bei der zweiten Kündigung war ich dann schon ein bisschen forscher, Ja. weil ich ja gesagt habe, ey, bestimmtes Verhalten geht halt gar nicht. Mhm. Aber immer noch sehr konstruktiv. Inzwischen, also meine letzten 2 Kündigungen, die jetzt wo ich vorhin erzählt habe, oder in Teil 1 erzählt habe, Ja. die waren tatsächlich, und das fand ich eigentlich auch irgendeine Form von Anerkennung, die sind nicht gegangen, weil sie zu jemand anders gegangen sind, sondern die sind gegangen, weil sie sich selbstständig gemacht haben. Cool. Und ich habe einen anderen Kunden, der findet es scheiße, weil sein Mitarbeiter jetzt gerade sich selbstständig macht. Und dann habe ich gesagt, du, siehst doch mal so, die haben keinen besseren Arbeitgeber gefunden als dich. Der nächste Step war Selbstständigkeit. So kann man das natürlich auch betrachten, aber ich fände das geil. Ja, und um die zweite Frage zu beantworten, wie führe ich Einstellungsgespräche, wie führe ich Trennungsgespräche? Bei den Einstellungsgesprächen lege ich meistens schon so nach einem kurzen Kennenlernen, so Fragen, hey, warum hast du dich beworben oder was machen wir denn genau? Das ist eigentlich nicht, weil mich interessiert, ob der jetzt mir jetzt 1:1 rezitieren kann, was wir machen, aber dass er sich halt ein bisschen mit uns befasst hat, ob er wirklich Interesse hat. Das will ich eigentlich rausfinden. Dann aber genauso auch, es gibt eine Frage, die ist auch von einem Unternehmerkollegen von mir, der fragt regelmäßig, wenn ich jetzt deinen besten Freund fragen würde, wie heißt denn der? Martin, so Was beispielsweise. der bei dich dann sagt, ne? So, was wären 3 negative Eigenschaften, die er mir nennen würde über dich? Dann sagt er die. Und dann, was wären 3 positive Eigenschaften, die er nennen würde? Und einfach nur um zu hören, was passiert. Na, teilweise dann, wenn wir zum Beispiel von Vertriebsstellen sprechen, gehe ich mal sofort in so ein Roleplay rein. Einfach mal, um das zu schauen. Was ich zum Beispiel auch cool finde, die Frage ist, welche 3 Dinge sind dir wichtiger als Geld? Zu der vorigen Frage fände ich interessant bei den negativen Eigenschaften. Kommen da immer die 3 Aufzählungen auch zustande? Ja. Ja, cool. Ja.
Weil jeder kennt ja auch so Bewerbungsgespräche von damals, ne, wenn es dann immer heißt, nennen sie ihre Stärken und Schwächen. Und die meisten bei den Schwächen sagen, ich kann nicht so gut Englisch oder was weiß ich. Ich bin so perfektionistisch. Genau. Ja, deswegen frage ich nur, dass dann auch da sogar Antworten kommen. Okay, Tatsächlich cool. ja, aber auch, weil ich keinen Raum gebe für weiß ich nicht oder keine Ahnung, weil ich dann immer sage, das ist Denkfaulheit. Mhm. Und das Schöne ist, wenn euch das mal aufregt, dass ich irgendwann immer weiß ich nicht oder keine Ahnung sage, zum Beispiel beim Dating, total spannend, so ist immer mein Red Flag Scanner. Ich stelle 5 Fragen, wenn ihr auf die ersten 5 Fragen 3-mal weiß ich nicht oder keine Ahnung, dann sage ich, schönen Abend noch. Geil. Das ist wirklich, man weiß, dass der Tag rum ist. Es gibt auch so einen Persönlichkeitstest, den können wir gerne gleich machen, also auch für die Zuschauer, richtig lustig. Aber erinnere mich dran. Jedenfalls habe ich einfach, sage ich dann immer, okay, also was glaubst du wäre es, wenn du es wüsstest? Das ist einfach nur ein kleiner Workaround. Und die Leute, da kommt immer was. Ja. So, dieses weiß ich nicht, lasse ich nicht zählen, beziehungsweise damit disqualifizierst du dich eh schon. Und bei den Kündigungsgesprächen, also ich denke da so an den Thematik, weil habe ich auch schon erlebt oder vielleicht manch andere auch, dass die Leute dann so ein bisschen aus der Haut fahren, wo man sich denkt, naja gut, man trifft sich vielleicht trotzdem noch mal ein zweites oder drittes Mal im Leben, deswegen sollte man jetzt vielleicht nicht sagen, verpiss dich oder was weiß ich, solche Sachen. Gib mir mal eine Situation und ich mache dir vor, wie ich es handhaben würde. Ja, keine Ahnung, du würdest mich jetzt einladen zum Gespräch und sagst mir, dass du mich kündigen möchtest. Aber warum würde ich dich kündigen wollen? Puh, keine Ahnung, ich habe dich beklaut. Okay. Ist leicht, ist schnell fertig. Warte mal, hatten wir nicht letztens sogar so eine Situation, ich muss gerade nachdenken. Das ist ja mal gar nicht so unüblich, ne? Ja, ich hatte eine Situation, aber ich krieg sie nicht mehr zusammen. Hat mir ein Kunde davon erzählt, ich weiß nicht mehr, welcher Kunde das war. Ich habe so viele. Ich komme wirklich nicht mehr drauf. Okay, dann würde ich einfach sagen, hey Sven, wir müssen mal bitte miteinander sprechen. So, sagst du, okay. Mir ist aufgefallen, dass 2 Laptops weggekommen sind. Du Sven, mir ist was zu Ohren gekommen und ich will einfach nur wissen, ist es so oder ist es nicht so? Du hast jetzt die Möglichkeit dazu zu sagen, ob es so war oder eben nicht. Ja. Aber es ist anscheinend rausgekommen, dass 2 Laptops an der Hand gekommen sind. Es hieß von ein paar Leuten, deswegen frage ich dich, weil ich will niemanden beschuldigen, ohne dass ich es wirklich war. Warst du das, ja oder nein? Ja, Okay. Warum hast du es gemacht? ich brauchte 2 Laptops, wollte ein bisschen dann die verkaufen, Geld haben. Okay. Hast du gerade Geldprobleme? Scheinbar ja. Du weißt, dass es nicht geht. Brauche ich dir nicht sagen, oder? Nee. Du weißt, dass es ein Kündigungsgrund ist. Klar. Was würdest du an meiner Stelle jetzt tun? Ich würde versuchen, wie wir das dann lösen können, im Sinne von mehr Gehalt anbieten. Also nur für mein besseres Verständnis. Oder eben halt Geld? direkt kündigen, weil er geklaut hat. Achso, hast du gerade in der Rolle geantwortet oder hast du jetzt gerade... Nee, ich habe jetzt in deiner Rolle quasi geantwortet. Achso, nee. Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich hätte gewusst, mehr Gehalt, dann würde man ja behaupten, was, du beklaust mich und sagst dann, wie können wir es lösen, gib mir mehr Gehalt. Ja. So, aber nehmen wir mal an, das ist wahr. Mhm. Ja? So, wo du wirklich so, Alter, ich geb dir gleich so, ne? Eben. Dann ich bleibe in der Rolle und sag, okay, nur, dass ich es richtig verstanden habe. Du sagst mir gerade, du hast Geldprobleme, deswegen hast du 2 Laptops von uns geklaut, die dir nicht gehören. Du machst dich strafbar damit. Das ist ein Kündigungsgrund und deine Lösung ist, ich gebe dir mehr Gehalt. Habe ich dich richtig verstanden? Ist dumm. Okay, also sind wir einer Meinung. Ja. Ja. Also, und dann, wenn wir in dem Spiel bleiben, so, das wäre nichts für ungut. Ne? Du hast deine Gründe, ich unterstütze sie nicht. Es ist ein Kündigungsgrund und das ist auch der Grund, warum wir uns von dir trennen müssen. Ja, aber mir war es wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen, weil ich wissen wollte, was bei dir gerade los ist. Wenn du darüber reden möchtest, kannst du gerne mit mir darüber reden, aber wir müssen zu dem und dem Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis beenden. Wir werden einen Aufhebungsvertrag machen, das heißt, wir werden deine Arbeitstage, Urlaubstage und so weiter alles jetzt verrechnen. Du wirst ihn unterschreiben, du wirst freigestellt, das ist der Prozess. Ja. Du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, nee, willst du nicht, aber dann wird das Ganze nur komplizierter. Wie wollen wir es machen? Nehme ich so an, den Vorschlag. So, komplett deeskaliert. Ja, das finde ich ja das Gute dann daran. Und wichtig ist, dass du an der Stelle einfach mal so das Ego beiseite lässt. Eben, und dann nicht mit der Faust in der Tasche sich denkt, am liebsten würde ich, ja gut, denken kann man das ja, aber eben halt nicht so reagieren, dass du den jetzt gleich vom Stuhl treten willst. Ja. Und deswegen, weil
Leute, die dann halt so Und kündigen. wenn du aber immer so reagierst, jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja so kalt und so kalkuliert und sonst irgendwas. Es gibt für alles eine Zeit und Ort. So, das ist meine Einstellung. Meine Einstellung ist auch, dass ich ein sehr professionelles Verhältnis pflege. Klar kann man mal Späße machen, klar habe ich auch Freunde, mit denen ich arbeite oder gearbeitet habe, aber eines ist klar und das sage ich von Anfang an, Business ist Business. Wenn du Scheiße baust, bin ich nicht netter zu dir, weil du mein Freund bist. Ja. Ja? Genauso gibt es auch bei mir keine Freundschaftspreise. Wenn du einen Freundschaftspreis willst, dann zahlst du mehr, weil du bist ja mein Freund, du wirst mich doch unterstützen. Oder du magst einen regulären Preis zahlen. So, also, wo sind wir denn? Ja, aber das ist einfach so die Art und Weise, wie ich mit diesem Thema umgehe. Ja, cool. Also Kündigungsgespräche, auch da, wenn es zum Beispiel ein Kündigungsgespräch ist, weil du gekündigt hast als Arbeitnehmer, ich finde es total, da merkt man wieder, wie kleinlich unsere Gesellschaft ist. Ich habe das letztens in einem Video gepostet. Ich habe gesagt, gib doch mal deinen Arbeitnehmern, die kündigen, aber du bist traurig, dass sie gehen, weil sie tolle Mitarbeiter waren. Gib ihnen doch einfach einen symbolischen Arbeitsvertrag mit. Als symbolische Geste. Da steht kein Datum drin, steht kein Vertrag, kein Datum drin, da steht kein Gehalt drin oder sonst irgendwas. Ja. Aber einfach nur, hey, du hast dir einen echt tollen Job geleistet, wann immer du zurückkommen willst, die Tür steht offen, hier hast du einen symbolischen Arbeitsvertrag für dich. Und Leute kommentieren darunter, aber das ist ein bindender Vertrag und hoffentlich ist der nicht unterschrieben. Und ich so, ihr habt das Ding nicht verstanden. Ich habe das Ding nicht verstanden. Aber kommentiert weiter, das ist Reichweite für mich. Ja, sag ich auch, aber das funktioniert sogar echt. Ein paar Kommentare und die Reels gehen direkt viraler. Aber finde ich geil, die Symbolik dahinter. Ja, vor allem auch. Und simpel. Also, wenn man sich mal die Kommentare unter dem Beitrag durchliest, so viele Unternehmen machen ja gar nichts zum Abschied. Es gibt kein Trennungsgespräch, Verabschiedungsgespräch, Kündigungsgespräch, das gibt es alles nicht. Ja, stimmt. So, ich habe meine Ausbildung damals mit Ach und Krach einfach von heute auf morgen abgebrochen. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, dass einer, der war nicht mal mein Ausbilder, ich habe nicht mal mit dem zusammengearbeitet, ich habe einmal mit dem gesprochen und dann mit ihm ein Shooting auf dem Dach gemacht. Das war einer der Geschäftsführer von dieser Firma, das war so eine Riesenagentur. Ja. Der hat mich dann einfach so in den Konferenzraum gezogen und hat mir gesagt, was ist los? Und der war echt cool. Hat auch gar nicht in diese Geschäftsführerposition irgendwie reingepasst vom Charakter her. War eher so ein Surfer-Dude. So. Wirklich, so sah der immer aus. Und der hat mir dann ein Buch empfohlen, der hat gesagt, ey, mach das ist der richtige Weg, so wirst du schon. Und das ist jemand, den habe ich Jahre danach immer noch in meinem Umfeld. Und wir sehen uns 1-2 Mal im Jahr und es ist total toll. Wir haben einen Podcast zusammen aufgenommen letztes Jahr. Ich habe ihn zum Golfen eingeladen, alles Mögliche. Also, und sowas bleibt in Erinnerung. Alle anderen, die gesagt haben, ja, tschüss, oder überhaupt nichts gesagt haben, von denen hast du nie wieder was gehört. Ja, stimmt. Das habe ich ja gesagt, so, ne? Man sieht sich ja eventuell immer ein zweites Mal im Leben. Ja. Sollte man auch da ein bisschen drauf achten, wie man sich verabschiedet. Wir bleiben mal ein bisschen bei der Thematik Mitarbeiter. Du hast jetzt schon so ein paar Dinge durchblicken lassen, aber was sollten so Mitarbeiter für dich grundsätzlich mitbringen, wenn sie bei dir anfangen wollen, außer jetzt, wie du schon erwähnt hast, so Interesse, die sollten sich natürlich ein bisschen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben, aber so jetzt also ich habe immer so 3 Sachen. So. Ich brauche Zuverlässigkeit, ich brauche Pünktlichkeit und ich brauche eine gewisse Auffassungsgabe. Ich sage halt, du musst nicht sonderlich schlau sein, du musst nur ein bisschen clever sein. Also nach dem 3. Mal erklären sollte das dann schon vielleicht mal sitzen. Ja, aber ich erkläre dir das dann nicht ein 3. Mal, sondern spätestens dem 2. Mal nehme ich ein Video auf, was dir das ganze Ding dann 3., 4., 5., 6. Mal erklären wird. Das habe ich auch schon mal von jemandem gehört, jetzt nicht in dem Podcast oder so, aber grundsätzlich die Idee bei solchen Sachen. Hat ja dann auch gesagt, so, warum nehme ich nicht eigentlich so eine Art Tutorials auf für gewisse Dinge, die sich ja immer wiederholen, anstatt immer wieder den gleichen Scheiß zu labern. Ja. Ja. Ich muss dir nicht erklären, wie du dich krank meldest. Ja. Du schaust dir ein Video an. Ich muss dir nicht erklären, wie eine Zeiterfassung funktioniert. Ja. Schaust dir ein Video Deswegen, an. da sind echt gerade die Basics, die du gerade nennst, dass man das echt, ja, da kenne ich ja auch zu Genüge, dass in jedem anderen Unternehmen, ja, wie melde ich mich denn hier krank? Ja, da meldest du dich so und so krank, so und so, kann ich mich über WhatsApp krank melden? Also solche Sachen, so, weißt du, deswegen, wie du gesagt hast. Also ich finde das... Du bringst mich jetzt gerade schon wieder auf eine Idee. Das ist eine smarte... Weil wir haben zum Beispiel eine Softwarelösung für unsere Krankmeldung, also Arbeitszeiterfassung. Ja. Wo ich mir gerade dachte so, hey, das kann ich auch wieder anders abbilden. Weil ich bin ja Fan davon, nicht zu viele Tools zu haben, sondern alles zu komprimieren. Und wir haben so ein Tool, womit wir alles bauen können.
Hast mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Geil. Ja, welche Idee? Dass wir unsere Urlaubstagsplanung, also Urlaubsplanung und Arbeitszeiterfassung und Abwesenheitsliste, dass wir das alles in einem Tool abbilden können, wo wir ein Dashboard für bauen können. Weil wir das aktuell noch gar nicht machen. Ja, geil. So konnte ich auch mal einen Beitrag dazu leisten. Noch ein, zwei Fragen so zum Thema Mitarbeiter, Gerne. weil du dich ja sowieso auch damit viel beschäftigst. Wie motivierst du deine Mitarbeiter? Und wenn du wählen müsstest, findest du passend eher die intrinsische Motivation oder auch monetär? Oder gehört beides zusammen? Oder was findest du wichtiger? Intrinsisch zu sagen, ey, ich schenke dir jetzt die Weiterbildung, um XY zu erreichen, oder? Finde ich wichtiger die intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern oder die geldliche und monetäre Motivation der Mitarbeiter? Das ist die Frage, ja. Das ist eine gute Frage, weil zum Beispiel beim Vertriebler, also wenn ich einen Vertriebler suche, Mhm. dann will ich eigentlich, dass der geldgeil ist. Ja, okay, stimmt. Der soll zwar schon lösungsorientiert sein, dass er eine Problemlösung dem Kunden darstellt, Ja. aber er soll schon geldgeil sein. So, weil die Gefahr ist halt immer, dass ein Vertriebler irgendwann satt ist. Und dann sitzt er dir auf der Tasche. Ja. So, dann macht er nur noch Minimum, weil er sagt, ja, ich habe doch hier meine 6 Scheine. Ja. Und klar, Geld kann ein Motivator sein. Es gibt aber wiederum andere Stellen. Mein bester Freund zum Beispiel, klar sagt er, boah, mehr Geld wäre immer, aber er ist jetzt nicht bereit, alles dafür zu tun. Das werfe ich ihm auch überhaupt nicht vor. Ja, also das war für Kann mich ich zum Beispiel unterstreichen. auch ein wahnsinniger Lernprozess zu verstehen, dass er einfach ein komplett anderer Typ ist als ich. So, der hat einen ganz anderen Bezug zu Geld als ich. Und das eine ist nicht besser oder schlechter, sondern das ist einfach so. Ja. Und wenn du das akzeptierst, dann kannst du wiederum, da schließt sich der Kreis von Teil 1, dann kannst du wiederum mit Menschen besser umgehen, weil dieses blöde Sprichwort von behandle andere so, wie du behandelt werden willst, das ist kompletter Bullshit. Weil du willst doch nicht, also du musst doch Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden wollen und nicht wie du behandelt werden willst. Da sind wir auch ein bisschen beim Thematik Teil 1, ne? Farben, wie sind die Menschen, gehe ich drauf ein, passe mich so an. Genau. Und genauso auch dieses, also wenn wir schon bei Sprichwörtern sind. Mhm. Kennst du das Sprichwort, du musst immer einmal öfters aufstehen, als du hingefallen bist? Ja, klar. Wusstest du eigentlich, dass das ein logischer Denkfehler ist, dieses Sprichwort? Ja, hau raus, Du weil? kannst nicht 4-mal hinfallen und 5-mal aufstehen. Ja, das stimmt. Macht ja gar keinen Sinn. Ja, da kannst du mal sehen. Du musst ne? eigentlich Weil- sagen, du musst genauso oft aufstehen, wie du hingefallen bist, weil du kannst 4-mal hinfallen Ja. und nur 3-mal aufstehen, aber das heißt, das letzte Mal bleibst du liegen. Wieder was gelernt. Ja, finde ich geil. Ja? Und wenn wir schon wieder beim Thema Sprache sind, Ja. wisst ihr, was mich nervt? Was denn? Dass das Wort umfahren und umfahren einfach das Gegenteil davon ist. Das sind so Dinge, die so ein Unternehmer wie mich beschäftigen. Ja, genau. Ja, da sind wir bei der Thematik, welche Aufgaben hast du am Tag? Ne? Nein, Spaß. Genau, Ja, genau. genau. Ich damit Kunde beschäftigt. kauft, Personal vermittelt, da muss noch eine Rechnung raus, Hund muss kacken und warum heißt umfahren? Das Gegenteil einfach heißt umfahren. Und zwischendrin am Podcast. Genau. Bei der Thematik so, was ich ja auch, viele Mitarbeiter, die ich ja auch interviewt habe, also Arbeitnehmer wünschen, ist natürlich klar mehr Gehalt. So. Wo sagst du, wie können die das am einfachsten erreichen? Ich spiele da wieder auf so ein Reel an, was ich klasse fand von dir mit diesen am besten oder die höchste Gehaltserhöhung würdest du bekommen, wenn du letztendlich deinen Arbeitgeber wechselst. Also durch den Wechsel des Arbeitgebers. Ja, das ist dieses Jobhopping. Ja, und viele wollen dann ja trotzdem bei ihren Arbeitgeber bleiben. Gibt es ja 1000 verschiedenste Gründe, die ich auch nicht mehr hören kann. Ja, aber die Kollegen sind alle so lieb hier. Ja, was willst du denn jetzt? Liebe Kollegen oder mehr Gehalt? Aber das ist ja wiederum so die Krux an dem Ganzen. So, ich bin immer ein Fan von Beispielen. Ja. Und lass uns einfach mal ein Fantasiebeispiel nehmen, wo die Zahlen einfach sind. So, du hast einen Mitarbeiter, der verdient 3.000 Euro. Mitarbeiter würde gerne mehr Geld verdienen, kriegt von einem anderen Unternehmen das Angebot, für 3.500 Euro zu arbeiten. So, er geht zu seinem jetzigen Arbeitgeber, sagt, ich will mehr Gehalt, sagt er, ja, okay, 3.100 Euro. Ist ja mehr Gehalt. Dann geht er weg, weil er 3.500 Euro beim anderen bekommt. Ja. So, jetzt muss aber der Mitarbeiter ersetzt werden. Aber der muss ja auch von irgendwo anders abgeworben werden.
Ja, So, stimmt. und der verdient gerade 3.100 Euro und der wechselt nur für 3.500 Euro oder 3.400 Euro, dann wird der eingestellt für 3.400 oder 3.500 Euro. Mhm. Aber du vergisst ja die ganzen Opportunitätskosten, die um eine Einstellung herumschwirren. Dass der eine irgendwann demotivierter ist, weil er nicht mehr so zufrieden ist mit seinem Gehalt, dass er noch eine Kündigungsfrist hat, dass die Performance nicht mehr bei 100% ist, Ja. dass du da Verluste hast, dass du in der Performance natürlich auch was wegfällt, dass du dann vielleicht mehr Gespräche hast, mehr Probleme, das wirkt sich auf das Team aus, auf die Atmosphäre. Dann musst du den neuen Mitarbeiter einarbeiten, dann musst du den aber auch wieder weiterbilden, dann musst du das wieder, und dann hast du vielleicht noch Kosten, um den noch zu rekrutieren, weil du der über einen Headhunter kommt oder du eine Stellenanzeigen schaltest. So, wir haben das mal in einem Video hochgerechnet aus der IT-Branche. Bei Das einem ist einiges. Softwareentwickler, der, was weiß ich, 72.000 Euro verdient, kann es bis zu 69.000 Euro kosten, den zu ersetzen und einen neuen zu finden. Wir haben ein Heftig. komplettes Video dazu aufgenommen, mit den ganzen Kosten transparent aufgelistet. Schaut euch das an. Klar, es ist das Beispiel anhand von einem Softwareentwickler Ja. mit den verbundenen Kosten in dem Bereich. Aber du kannst es ja auf jeden anderen Bereich umrechnen. Ja, stimmt, ne? Also sprich, ob man dann als aus Arbeitgeber sich nicht lieber doch gewillt ist zu sagen, okay, dann zahle ich dir jetzt 100 Euro mehr oder 200. Und dann haben wir Also den. du wirst dieses Gehalt bezahlen. Die Frage ist nur, bezahlst du es dem Bestehenden, der es fordert, Mhm. oder dem Neuen, der den Alten ersetzt? Ah, stimmt. Ja. Und ob das jetzt passiert oder später, ist völlig egal. Wenn man das in Opportunitätskosten und auch langfristig rechnet, so natürlich, wenn wir jetzt das Ganze nur auf Geld runterbrechen, Leute, die wegen Gehalt kommen, gehen auch wegen Gehalt. Mhm. Deswegen, solange du auch alles immer nur auf Gehalt reduzierst in deinem Unternehmen, wirst du auch immer nur daran bemessen. Ja, deswegen hatten wir ja auch in Teil 1 mal so kurz Thema Wertschätzung und Anerkennung, authentisches Lob zu geben, angesprochen. Und jeder von euch da draußen wird sich ja auch erinnern können, wenn ihr mal wirklich offenherzig und authentisch von euren Vorgesetzten oder von den Höchstens, ja wie auch immer, aber gelobt wurdet, dann fühlt man sich voll geil. Und manchmal auch hält das die ganze Woche an. Oder also wenn du wirklich einfach nur sagst, ey, die Arbeit, die du heute gut gemacht hast, fand ich wirklich sensationell. Und ich meine, ich kann es ja auch bezeugen, so, oder jeder, der mal da draußen Arbeitnehmer war oder natürlich ist, dass das runtergeht wie Butter. Und Mhm. längerfristig hält als, naja gut, jetzt nimmst du die 100 Euro. Ja. Es ist ja auch so, die meisten wissen ja gar nicht, was ihre Mitarbeiter wirklich an ihrem Job hält. Oder die meisten Mitarbeiter wissen auch gar nicht, welche wichtige Rolle sie in diesem Unternehmen spielen, Jo. was ihnen nicht aufgezeigt wird. Oder die meisten machen auch nicht wirklich Dinge, um ihre Mitarbeiter besser zu halten. Mhm. So, ein Unternehmen, was 10% Fluktuationen hat, hat Probleme. Was wäre so der Durchschnitt oder wenig oder guter Wert? Naja, schau dir, du musst dir immer die Gründe anschauen, warum die Leute 10% wechseln. ist Wenn jetzt schon- zum Beispiel 100, ein Unternehmen, was 100 Mitarbeiter hat, Ja. dann gehen 10 im Jahr. Das Unternehmen will aber auch wachsen, Ja. beispielsweise um 10%. Lass es 5% sein. Das Ja. heißt, von 100 auf 105. Dann heißt es aber, du musst 15 Leute ersetzen. Ja. Ich habe teilweise Unternehmen bei mir im Call, die können noch nicht einmal wachsen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Maschinenbauunternehmen, was letztens bei uns im Call war, die werden jetzt demnächst Kunde bei uns, weil die haben 350 Mann und könnten wachsen von der Auftragslage her, aber schaffen es gerade mal, den Durchschnitt zu halten. Also sprich, die wachsen um 30 Mitarbeiter jedes Jahr, aber verlieren auch 30. Krass. Wie geht ihr dann daran, um das dann letztendlich zu minimieren? Naja, die erste Frage, die ich stelle, ist, warum gehen die Leute? Ja. Ja, Aber- weil andere mehr zahlen. Ich so, okay, warum kommen die anderen? Ja, weil das hier halt nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist. Ich so, okay. Wenn es so eine ganz andere Atmosphäre ist, ab welchem Zeitpunkt hören die Leute auf, diese Atmosphäre zu genießen oder es zu kapieren, dass hier so eine tolle Atmosphäre ist? Weil irgendwann kommt ein anderer, der einfach nur einen Geldschein wedelt. Und das ist ja das, was irgendwas stimmt da nicht, wenn einfach nur mehr Geld der Auslöser dafür ist, dass ich mein komplettes, tolles Unternehmer- oder Arbeitgeber-Dasein in Frage stelle oder als Arbeitnehmer das in Frage stelle. Weil, stell dir vor, das Thema Wertschätzung und Wohlfühlfaktor ist wie so ein Band. Mhm. So nimmst du so ein Gummi und ziehst daran.
Dann kommt aber irgendwie das Thema, ey, du kriegst an einem Geburtstag frei oder du kannst dir diesen Tag für wann anders aufheben, aber wir wollen einfach deinen Ehrentag wertschätzen. Dann kommt dann ein neues Gummiband dazu, dann hast du so 2, die du ziehst. Ja. Dann kommt irgendwann das Thema Inflationsausgleichsprämie, die ja freiwillig ist. 3. Gummiband. So, wird es immer fester. Also das kannst du nicht mehr so leicht aneinander ziehen. Und wenn du immer wieder, und das muss auch nicht unbedingt ein haptischer Benefit sein von der BAV oder irgendwas im Bereich BGM, also betriebsgemeinschaftliche, ich kann die Abkürzung schon wieder nicht mehr. Aber du brauchst nicht 100 Benefits, um einfach nur attraktiver zu sein, aber du musst halt gewisse Sachen einfach leben. Ich war gestern bei einer Firma, die Kunde bei uns ist, die machen einmal im Monat einen Teamtag. Die gehen entweder Lasertag spielen, bowlen oder ins Kino oder machen ein Playstation-Turnier oder was auch immer. Das entscheiden die Mitarbeiter, aber einmal im Monat. Und nicht einmal im Jahr so eine tolle Weihnachtsfeier. Super. So einmal im Monat, ist voll geil. Immer der erste Dienstag jeden Monat. Ja, da habe ich auch schon Arbeitgeber gehabt, die dann gesagt haben, ja, und jetzt ist wieder die jährliche Weihnachtsfeier, die mich so und so viel kostet. Da denke ich mir auch direkt so, ja, weil meinst du, was glaubst du, wer geht jetzt noch dahin, du Idiot? True. ja, true. Und deswegen sage ich ja, also je stärker und auch dieses Thema Kommunikation, das ist ja auch was mit Wertschätzung und Wohlfühlfaktor im Unternehmen zu tun hat. Wenn ich einfach mal, ich treffe dich auf dem Gang, du bist beispielsweise Mitarbeiter und sage, ey Sven, alles okay? Du, ich mache jetzt gerade eine Runde um den Block, so 10 Minuten, hast Lust mitzulaufen? Sympathisch. Gehe ich mit, ja. Ja? Und, was geht gerade so? Wie läuft es zu Hause? Alles gut? Ja? Wie kommst du mit deinen Kollegen klar? Gibt es irgendwas, worüber wir reden müssen? Wenn ja, ich habe ein offenes Ohr. Wenn nein, auch cool. Dann erzähl, was planst du aktuell noch? Also kann auch dieser normale Smalltalk sein, kann aber auch dieses sein so, du, ich habe das letztens mitbekommen mit dem Konflikt mit XY, hat sich das inzwischen alles wieder geklärt oder, ne? Weil wenn ich mal gezielt was anspreche und auch gezielt Interesse an etwas zeige, dann öffnet sich auch jemand mal viel eher. Hängt halt immer wieder davon ab, mit wem redest du. Wenn du aber nicht weißt, wer deine Mitarbeiter sind und wie sie ticken, hast du wieder ein Problem. Deswegen mach Persönlichkeitstest beim Einstellungstest. Ja? Geil, ja. Also das ist diesen Loop kannst du immer wieder machen, Ja. weil du ja dann es immer wieder brauchst. Das ist wie eine Schublade, die du immer wieder aufmachst, weil du dich immer wieder diesem ganzen Sammelsurium bedienen kannst. Und dann wird dieses Band immer fester und dann kann auch noch so eine große Schere kommen, die sagt, hier 20% mehr Gehalt. Dieses Band ist so fest, dass da kann kein Gehaltscheck mehr oder weniger das auseinanderreißen. Und es gibt ja ganz viele Arbeitnehmer, die einfach nur sagen, deswegen sage ich auch, die Frage ist so wichtig, welche 3 Dinge sind dir wichtiger als Geld? Wenn du das weißt von deinen Mitarbeitern, herzlichen Glückwunsch, du hast somit gerade die Betriebsanleitung von deinem Mitarbeiter bekommen. Meine ich überhaupt nicht despektierlich. Ja. Aber Menschen wollen so behandelt werden, wie sie es wollen, nicht wie du sie behandeln willst. Ja, finde ich mega wichtig, dass du das nochmal sagst. Du hattest ja in anderen Reel auch gesagt, ich muss mal auf die Reels eingehen, aber ich habe die ja teilweise reingepfiffen. Ich mache ja nichts anderes. ja, genau. Also wie groß ist der Fachkräftemangel? Ich habe es jetzt von dir gehört in den Reel, 2 Millionen. Aktuell haben wir ungefähr 2 Millionen Fachkräfte zu wenig in Deutschland. Und es wird auch schlimmer. Jetzt hast du ja quasi schon angerissen, aber jetzt nochmal vielleicht als Fazit oder wie kann man das dann minimieren, deiner Meinung nach in Zukunft? Minimieren. Oder bleibt das eher noch so? Es wird tatsächlich sogar noch schlimmer, weil es ist so, ja, du musst bedenken, momentan haben wir 1/3 unserer Arbeitnehmer, also knapp 15 Millionen Menschen, sind Babyboomer. Also ich glaube Jahrgang 48 oder 47 oder 49 bis 67 ist es, glaube ich. Also da trennen sich wieder die Geister. Manche andere sagen, nee, es geht bis 68, manche sagen, es geht bis 66, aber sagen wir mal 67. Ja. Dieser Jahrgang wird spätestens 2030, 2032 in Rente gehen. Das heißt, Babyboomer weg. 1/3 der Arbeitnehmer weg. Natürlich rutscht was nach, keine Frage. Aber die aktuellen Statistiken sagen, dass man, wenn wir keine Zuwanderung hätten wir statt 45 Millionen 8 bis 9 Millionen Erwerbstätige weniger bis 2035. Krass. Mit der Zuwanderung sind es aber immer noch 4 bis 5 Millionen weniger Erwerbstätige. So, jetzt haben wir aber schon 2 Millionen Fachkräfte zu wenig. So, jetzt ist es aber folgendermaßen. Das Thema, was jetzt gerade kommt natürlich, was in aller Munde ist KI. KI wird einen wichtigen Stellenwert in dem Thema Fachkräfte bzw. Arbeitsprozesse mit einnehmen. Ob es jetzt reguliert wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich will mich da auch gar nicht zu politisch äußern, weil
ganz ehrlich, ich kann heute was sagen und es kann morgen wieder veraltet sein. So, Ist ja so. Obwohl wir sind in Deutschland, es kann sich nächstes Jahr wieder verändern. Aber Hier dauert halt immer alles, ja. genau. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, viele Unternehmen werden oder hoffentlich werden sie KI nutzen, um gewisse Prozesse zu vereinfachen, aber bitte nicht, um menschliche Interaktion zu ersetzen. Also ich wurde letztens gefragt in einem Podcast-Interview, ob KI sinnvoll ist, um den Recruiting-Prozess zu vereinfachen oder den Leuten zu antworten. Ich so, bitte hört damit auf. Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Tinder-Profil dann einen Bot mit den Leuten da interagieren lasse. Yeah. Das ist scheiße. Das interessiert niemanden. Ihr kommt da nicht gut weg. Das merkt man ja auch schon, ich sag mal jetzt fernab davon, aber bei so Kleinigkeiten, jeder kennt das auch, keine Ahnung, große Firma mit A und Zone und so am Ende. Man hat da ein Problem und dann... Zone? Nee, das Zone, genau. Und dann, welches Problem haben sie? Und dann, wenn du da schon dann deine Probleme schilderst und einfach generell schreibst, dann kommt ja so ein Chat. Klar, vereinfacht hat vieles, aber ich denke mir halt auch mal so, der erste Moment so, wieder so eine Absolut. scheiß KI, die jetzt da mit dir labert. Ich will doch jetzt einfach mal wirklich, jemanden dahinter erreichen, den ich wirklich das Problem auch sagen kann, der mich auch wirklich versteht und nicht auf irgendwelche Triggerwörter Absolut. dann da. Was ich da aber cool finde, ist, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich meine Rechnung suche, dann kann ich da eingeben, ich will meine Rechnung haben. Dann wird mir die sofort ausgespielt. Das finde ich wiederum cool. Weil dafür Ja, solche brauche ich keine Sachen sind dann menschliche gut, Interaktion. ja. Also ich bin da komplett bei dir, aber alles, was halt so Prozesse und Abläufe ersetzen kann, baue mir eine KI dahinter. Warum soll ich dann einen Mitarbeiter hinsetzen? Ja. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, KI macht uns unsere Jobs kaputt. Ja, passt dich an. Sorry. Also wir stehen vor so einer großen Veränderung. Wenn ich alle 1,5 Jahre oder 2 Jahre ein neues Business machen kann, kannst du auch was Neues lernen. Weil das Schöne ist ja, dass unsere Welt sich gerade so stark verändert, dass du nicht mehr für alles einen Abschluss brauchst. Mhm. Das ist das Schöne. Außer in Deutschland. Aber auch da in vielen Bereichen nicht mehr unbedingt. Das ist mal so geil, wie alle mal auf die Scheine Wert legen. Ich hab einen vorhin- Bachelorabschluss. Vorhin hat mich eine Kundin zurückgerufen, weil ich gesagt habe, pass auf, die Stelle Kampagnenmanager und Marketing Assistant, wir können die gerne so schalten, aber wir haben keine Qualifikation von euch bekommen. So, ja, brauchen wir nicht. So, ich so, okay, dann sage ich halt, du hast mehrjährige Erfahrung im Marketingbereich. Mhm. So, das reicht ja denen schon. Ich habe ja auf dem Papier auch weder ein Studium noch eine Ausbildung. Ich habe Abitur, super. Ja, okay, ich habe Einserschnitt. Also 3,1, aber ist doch scheißegal, wo die 1 steht. So, das ist alles so, das ist nicht mehr relevant. Aber ich muss natürlich immer sagen, ich spreche aus meiner Bubble heraus. So, Ja, klar. Coaching und Consulting, diese Bubble wird jetzt sowieso massiv platzen, weil so viele Leute gerade exposed werden am Markt. Teilweise zu Recht, teilweise denke ich mir auch, sehr einseitig. Aber das ist, und deswegen sage ich auch, Fachkräftemangel, der wird schlimmer. Der wird sich nur dann auflösen oder es wird weniger, wenn es weniger Unternehmen am Markt gibt, weil es wird eine selektive Auslese geben. Mhm. Ja, wo ist Motorola heute? Wo ist Nokia heute? Ja, stimmt. Ja, das ist schon immer so gewesen, dass es eine selektive Auslese gibt. Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja, Wir find ich brauchen aber ein noch- Phrasenschwein. Ich muss hier schon 15 Euro reinschmeißen. Ey, ohne Witz, wo du gerade sagst, ich habe es echt mal überlegt. Auch so für Fluchwörter und so. Mach das und dann spenden wir das irgendwie. Das wäre echt mal geil, ey. Eine Ja. geile Idee. Ja, aber schön, dass du nochmal sagst, dass man einfach mit der Zeit auch wirklich mitgehen muss, weil, ne, irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja immer noch Leute, die einfach Metaverse und so irgendwie noch nie gehört haben und keine Ahnung, dass du bald von zu Hause aus irgendwie dann in dein H&M-Laden, jetzt haben wir einen Firmennamen gesagt, egal, aber dann von zu Hause aus shoppen kannst, dich anziehen kannst und hast nicht gesehen. ABC, H&M. Ja, CA. genau. Und einige immer noch so die Scheuklappen auf oder davor haben und das nicht sehen wollen oder nicht möchten. Aber das kommt ja halt alles, ob du jetzt willst oder nicht. Das ist ja wurscht, es kommt. Das Und bleibt dann alles hast- so, wie es ist. Ja, genau. Ob du hier Halt, bist stopp, und jetzt rede ich. Genau. Ja, ist wirklich so. Ich stelle immer noch so gerne die Frage, wie gehst du mit Kritik um? Man sagt ja so vor allem bei Unternehmern irgendwie so, du brauchst ein dickes Fell. Ich bedanke mich für den ungefragten Input. Ja, das hab ich, ja, ist wirklich so. Nein, also jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt Kritik, die nehme ich ernst. Es gibt Kritik. Aber manchmal denke ich mir Die auch wird so, habe ich dich, ausgesprochen. ja, aber manchmal ist ja wirklich so, habe ich dich gefragt, so denke ich mir dann manchmal so, weil manchmal kommen ja wirklich dann so Sachen, Ja, aber ich fronte die Leute dann auch. Ja. Ich werde nie ausfällig. Also
Mit mir ist es nicht ganz, inzwischen muss man so sagen, also früher konnte man mich sehr leicht auf die Palme bringen, aber es war auch jahrelanges Training. Ich bedanke mich inzwischen, auch mache ich in meinen Kommentaren, also ich habe bei mir zum Beispiel auf Instagram so ein Highlight-Reel, wo ich TikTok-Comments gemacht habe, inzwischen sind es auch Instagram-Comments, weil ja teilweise wirklich hart gehetzt wird und teilweise auch rassistisch. Ich screenshotte das, ich antworte darauf, ich expose das, es ist mir scheißegal, weil erstens, ich nutze die Reichweite, zweitens, wenn wirklich zum Beispiel was Rassistisches dabei ist, ich screenshotte das und meine Follower melden die dann, weil es ist viel effektiver, wenn die melden. Wenn dann 30 Leute innerhalb von 5 Minuten solche Personen melden, sind die sehr schnell weg. Wenn nur ich die melde, passiert gar nichts. Ja. Das ist ja nur Aussage gegen Aussage. Und deswegen, also das ist jetzt mal, das ist für mich keine Kritik, das ist einfach nur Hate. Aber das tangiert mich null. Im Gegenteil, ich finde das, Ja, aber ich find das teilweise mega lustig. Ja, gut, das hat auch nochmal so. Ich gebe da richtig gerne zurück, weil ich mir denke so, ihr kleinen Internet-Rambos, ihr kommt mir gerade gelegen. Ja, so. auch mal die gleichen, ohne Profilbild, XY. Genau. Und dann gibt es aber auch welche, die einfach nur konstruktiv sich kritisch äußern. Ja, finde ich cool. Dazu ich will nicht sagen, ich rechtfertige mich, weil ich bleibe immer bei den Fakten und wenn etwas Fakt ist, dann hat das für mich nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern einfach nur, du hast deine Meinung, ich habe die Fakten. So. Das heißt nicht, dass ich deine Meinung nicht unterstütze, du darfst sie gerne haben, aber sie entspricht nicht den Fakten. Manchmal entspricht sie den Fakten, manchmal nicht. Ja. Aber so dieses, aber das glaube ich nicht. Ja, dann glaub's halt nicht. So, du hast doch dein gutes Recht, deine Meinung zu haben. Ja. Genauso wie ich ein gutes Recht dazu habe, über deine Meinung zu urteilen. So, wenn dir mein Kommentar nicht passt, dann schreib nicht unter meine Beiträge. So, das ist so, wie ich damit umgehe. Wenn wir jetzt mal Face-to-Face machen, ich hatte tatsächlich vor kurzem so eine Situation, es gibt so dieses Sprichwort, trenne Botschaft vom Botschafter. Das mache ich und gleichzeitig mache ich es aber auch nicht. Weil mir wurde mal von so einem Unternehmer so, ja, wie soll ich sagen, so siebengescheit, sagt man bei uns in Bayern, so klugscheißermäßig reingequatscht, so auf eine Sache, wo ich sage, ich habe dich eigentlich gerade gar nicht gefragt. Ne? Und dann wurde mir Feedback gegeben auf etwas, was ich gesagt haben soll, auf eine gewisse Art und Weise, wo ich genau wusste, diese Körpersprache, die mir gerade vorgemacht wurde, er hat es explizit so vorgemacht, habe ich nicht, also ich sage euch die Situation. Er hat mich nachgemacht, wie ich wohl meine Körpersprache, hat sich vor mich hingestellt, Hände in die Hosentasche und gesagt, ja, so hast du reagiert. Dann habe ich gesagt, stopp, das stimmt so nicht. Weil ich habe auf einem Stuhl gesessen und ich hatte mein iPad in meinem Schoß und ich hatte beide Hände am iPad. Das heißt, ich kann weder gestanden sein, noch die Hände in den Hosentaschen gehabt haben. Und ich mag es nicht, wenn man unfair wird und zweitens, wenn man Sachen erfindet. So, damit habe ich ein massives Problem. So, verstehe ich, und dann bin ich der Erste, der da wirklich dann dagegen, ich bleibe immer noch ruhig und sage, das war Tatsache, stimmt das so, ja oder nein? Ich gebe dir immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, naja, irrst du dich. Aber ich wähle meine Worte dann sehr, sehr bewusst. Um jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, wenn wirklich Kritik, Jan, das fand ich scheiße, dann sage ich, okay, nehme ich an, denke ich drüber nach. Oder ich bedanke mich, wie eingangs gesagt, für den ungefragten Input. Und das sage ich auch ganz genau so. Weil du musst manchmal Menschen fronten im Sinne von ihnen aufzeigen, dass das, was sie jetzt gerade machen, ist grenzübergriffig. Und wie du auch schon gesagt hast, habe ich auch schon oft in Interviews gehört, so von wem kommt letztendlich die Botschaft, ne? Ist halt jetzt, keine Ahnung, und dann ist dann auch natürlich klar, welche Thematik, aber ist halt jetzt irgendwie der Arbeitnehmer um die Ecke, sorry, was will der mir über Unternehmertum erzählen? Genau, deswegen sage ich trenne die Botschaft vom Botschafter, aber ich trenne sie auch nicht wirklich. Also ich betrachte es wirklich differenziert. Ich schaue es mir einmal an in Form von, was ist die Botschaft dahinter? Ja. Also ich nehme mal komplett alle Emotionen raus und kann ich mit der Information was anfangen oder nicht? Dann schaue ich mir aber auch an, wer hat das gerade gesagt, weil, und das wird euch mal auffallen, wenn du an dir, also gib mir mal das Beispiel. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, ey, du hast voll den krassen Bizeps. Wenn ich so etwas sage, sage ich auch sehr automatisch sehr viel über mich aus. Und zwar in dem Fall, ich hätte auch gern so einen großen Bizeps. Meine ehemalige Assistentin, die hat das par excellence gemacht. Das habe ich bei der an einem Blick erkannt, dass die das gerade gedacht hat, weil die immer gesagt hat, wenn mir jemand irgendetwas sagt, was sagt das wohl gerade über ihn aus? Ja, im klar. Endeffekt hältst du Menschen immer nur einen Spiegel vor. Ja? Also es fallen ja immer zum Beispiel Sachen auf, ich könnte zum Beispiel sagen, ich finde dein Bart voll cool, ja, weil mir halt nicht wirklich ein Bart wächst. In dem Fall hältst du mir gerade einen Spiegel vor. Ich sehe an dir Dinge, die ich gerne hätte, beispielsweise. Ja.
Vorhin habe ich gesehen, hey, du hast ja ein Hugo-Shirt an, ich habe auch ein Hugo-Shirt an. Das ist Stimmt. Spiegel. Ja. Ja? Also, ich würde jetzt nicht deine Socken ansprechen, weil deine Socken interessieren mich gerade nicht. Die sind schwarz, die können dreckig werden sogar. So, ja, ich bin auch schwarz. Siehst du? Aber das macht ja keinen Sinn dann. Ja. Ja? Finde ich auch nochmal wichtig. Oder dass du zum da Beispiel, ich habe gesagt vorhin hast, dein Handy gedisst. Hoppala. Ja, weil ich halt iPhone-Besitzer bin. Ja. So, muss ich noch was sagen? Ich Punkt. habe dein Handy nicht gedisst, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil es kein iPhone war. Ja. Und das hat ja alles Ja, mit also zu tun. ich verstehe das alles Ja? und finde ich auch nochmal gut, dass du das sagst, dieses eigene Spiegelverhalten. Ist ja oft so. Mein Vater hat letztens zu mir gesagt, ich kann keine Kritik vertragen. Es gibt nur einen Menschen in meinem Leben, wo ich noch nie erlebt habe, dass der Kritik vertragen hat. Dein Vater dann. Ja. Ja. Das ist echt sehr wichtig, dass du das nochmal sagst, dass man bei vielen Messages, die man mal hier und da bekommt, erstmal vielleicht kurz drüber nachdenkt, was will der mir jetzt wirklich eigentlich damit sagen? Es sagt viel mehr über Ja. die Leute aus, als über dich selbst, was sie dir gerade sagen. Ja. Und dann Genauso kannst du wie- immer noch entscheiden, möchtest du das Feedback gerade annehmen oder eben nicht. Ja. Mir fällt gerade dein Auto ein, deswegen habe ich mir, da sind wir auch wieder bei dem Thema Status oder so, da gibt es ja dann auch viele, ne, die vielleicht sagen, hier, der mit seinem protziges Auto oder so. Weißt du, mein erster Gedanke war ich so, geil. Einfach nur geil und dann, dass Bei man meinem sich... Auto oder von mir? Also, Ja. Ich wollte gerade sagen, will ich auch haben, also dann lieber das Auto. Nee, aber da war dann, also ne, gibt ja wirklich Leute, die dann hier und da den ersten Gedanken haben oder halt den anderen ersten Gedanken, wo man sich denkt, ja gut, das ist das eine, das Gute, Geile und das andere ist eben halt Neid, was man auch selber haben will. Ja. Ein paar Fragen haben wir noch. ich glaube, du musst deinen Ton ein bisschen runterdrosseln, weil du bist ein bisschen Ausschlag. Mein Ton? Ja, oder du gehst ein Ja, bisschen oder weiter ich halte weg. zu nah dran, ja. Ja. So, ja. Frage ich auch mal jeden bisher so Thema Situationen, die du erlebt hast. So, was war so negativ, aber auch positiv so die herausstechendsten Fälle, die du hattest? Oder Kunden halt, wo du sagst, das war echt ein geiles, positives Erlebnis. Das geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf, aber vielleicht auch negativ. Oder auch mit Mitarbeitern. Einfach so als Unternehmer. Was hast du da mal so herausstechend Positives und Negatives erlebt? Oder auch Lustiges. Boah, ich weiß noch was Positives. Es gibt viele Sachen, aber ich weigere mich immer so ins eine Extrem, weil ich sage, wenn ich in das super Positive reingehe, muss ich auch in das super Negative reingehen. Und ich mag beides nicht so. Also ich mag es nicht zu euphorisch zu sein. Ich weiß noch, als ich meinen ersten 6-stelligen Monat hatte, habe ich zu meinem Coach gesagt, ich arbeite seit 3 Jahren mit einem Coach zusammen und das wird sich auch nicht ändern, weil sonst bräuchte ich Therapie, sag ich dir ganz ehrlich so. Also schäme ich mich auch nicht zu sagen, weil ich glaube, jeder von uns braucht einfach mal Menschen, mit denen man reden kann, die einem reflektiert zuhören und dann aber auch wirklich Sachen spiegeln können, die du vielleicht noch nicht so richtig siehst. Ja, Deswegen sind auch Therapeuten, Psychologen komplett überfüllt. Mein Studiotechniker hat letztens ganz transparent gesagt, du, pass auf, ich hatte letztens ein Thema, ich glaube, ich brauche eine Therapie. Dann habe ich gesagt, du, kein Thema, erklär mir mal kurz. Ich glaube, du brauchst keine, aber wenn du selber irgendwo dich anmeldest, dann wirst du auf einer Warteliste für die nächsten 8-12 Monate, weil du bist kein Akutfall. So. Und deswegen bin ich auch wieder dankbar um die Situation. Das ist vielleicht was ich sehr positiv finde, weil ich habe inzwischen mir ein Netzwerk gearbeitet, wo ich inzwischen nur noch 2-3 Telefonate tätigen muss, um beispielsweise jemanden einen Therapieplatz zu verstellen. Und der hat mich an einem Samstag angerufen, der hat am Dienstag seinen Termin. Ja. Und das finde ich halt geil. So Türen zu öffnen, aber das ist auch so ein bisschen meine Helferader, die ich dann auch wieder ein bisschen zurückschrauben musste, weil manche das wieder ausnutzen. Aber finde ich auch nochmal geil, dass du gesagt hast, so generell einen Coach an der Seite zu haben. Weil habe ich jetzt auch seit 2 Monaten, Grüße gehen raus, Janosch. Ja, weil man echt mal dann auf Dinge stößt, auf die man alleine gar nicht gekommen wäre und auch wirklich Weiterentwicklungen hat, im besten Fall. Auch du hast mal mit einem Fitnesstrainer gearbeitet wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. Wie hast du alles gelernt? Von meinem Vater damals wer viel war das abgeguckt. Mein Fitnesstrainer. Okay. So, und deswegen, also ich weiß noch, als ich meinen ersten 6-stelligen Monat habe ich zu meinem Coach gesagt, egal was passiert, sorg dafür, dass ich jetzt nicht abhebe. So, dass ich jetzt nicht irgendwie Höhenluft schnapp. Und extrem negative. Es gab mal ein lustiges, die ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du gesagt hast, lustige Situation. Ja. Ich habe es dir vorhin erzählt mit dem Anwalt, mit dem Autokennzeichen MILF und so, das fand ich witzig. Teil 1 reinschauen. Ich habe
mal einen Anruf bekommen und ich dachte, weil ich habe die Vorwahl gesehen und ich dachte, es wäre mein Geschäftspartner. Mhm. Ich dachte. Ich dachte ja. Es war aber ein Kunde. Das Problem ist, ich bin halt rangegangen mit: Hallo, hier ist Jan Randy, die geile Sau. Ach du Scheiße. Und was war die Reaktion, die erste? Die hat mich zum Glück nicht richtig verstanden. Oder sie hat so getan, als hätte sie mich nicht richtig verstanden. Boah, geil wäre, wenn die mitgemacht hätte. Ja, auf dich habe ich gewartet. Ey, ich sag ja, ich bin im Boden versunken in dem Moment, weil ich nicht wusste, wie mir geschieht. Also das ist, was mir eingefallen ist, was sehr witzig war im Nachhinein. Und negativ. Ich hatte mal so 2 Rechtsstreite. Also ich habe zwar beide gewonnen am Ende des Tages, aber ich dachte mir einfach so, also ich wollte die gar nicht, die Rechtsstreite. So, ich habe das nicht initiiert. Es war dann immer die gegenüberliegende Partei. Am Ende war es ein bisschen Schadenfreude, dass ich halt wirklich gewonnen habe. Aber ich habe mir da nie wirklich einen Kopf gemacht und deswegen. Ich fand nur das Ganze hin und her ganz witzig. Aber im Endeffekt hätte ich mir das sparen können. Ich hätte mir das Geld sparen können. So. Also Rechtsstreite wünsche ich niemandem. Ja. Um jetzt so ein bisschen nochmal ein Fazit unter dem, was du halt machst den ganzen Tag, außer Podcast drehen, so einen Strich drunter zu machen. Was findest du wirklich faszinierend an dem, was du machst? Ich löse liebend gerne Probleme. Mhm. Also mir macht das richtig Spaß, vor allem diese strategische Arbeit mit den Kunden, wenn ich sehe, wie die neue Dinge etablieren, wie die Dinge, die halt vorher nicht so funktioniert haben, wirklich ad acta legen. Das macht mir echt viel Spaß. Also ich gehe da richtig auf, vor allem neue Dinge zu implementieren. Ich bin jetzt auch hier in Nordrhein-Westfalen. Eigentlich mag ich diese Rumreiserei gar nicht. Ich hasse sie. Ich auch. Aber ich mag ich es, mal diese muss. Arbeit mit den Kunden, wenn die glücklich sind und sagen, das ist ja mega und das macht ja Spaß. Also diese Anerkennung. Also da spielt auch wieder das Ego so ein bisschen eine Rolle. Und wie gesagt, alles, was ich sage, das ist nicht, dass ich irgendwie ein Problem damit habe oder das irgendwie schlecht finde, sondern ich weiß, dass ich so bin, ich weiß, dass ich so funktioniere, also warum nicht einfach mich so benutzen, also ich selber mich so benutzen, also wie so ein Spiel spielen, wie man das Spiel halt dann auch gewinnt. Ja? Wenn du Spider-Man spielst, dann läufst du halt auch nicht die ganze Zeit in Vollsprint. Nein, du nutzt halt deine Superfähigkeiten. Ne? Ich bin Spider-Man-Fan, tut mir leid. Geiler Vergleich. Ja. Ja, das soll es dann an der Stelle auch schon gewesen sein. Mit dem Podcast. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Für die Zeit. Und ja, wie gesagt, ihr kennt halt ja mittlerweile, die Links zu Jan findet ihr alle oben in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei und Teil 1 anschauen. Und ansonsten verabschieden wir uns. Und dann, wir sehen uns dann ja sowieso die nächsten Tage. Ciao, ciao.